Was passiert eigentlich, wenn ich von heute auf morgen nur noch Filme statt Serien schaue? Und keine Sorge, in diesem Video wird kein einziger Film gespoilert. Dieses Video wird euch präsentiert von euch selbst. Vielen Dank an meine Patreons, die mich jeden Monat so zahlreich unterstützen. Falls du noch kein Patreon bist, check sehr gerne mal die Seite aus. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Los geht's. In den letzten 10 Jahren habe ich fast ausschließlich Serien geschrieben, inszeniert und produziert. Deshalb schaue ich auch selber sehr viel mehr Serien als Filme. Ich schaue sie beim Frühstück, beim Mittagessen, manchmal sogar unterwegs, wenn ich irgendwo bin und warte, und natürlich abends. Auch wenn Serien auf dem Handy gucken richtig Ich habe allerdings manchmal nach 2, 4, 8 Staffeln einer Serie das Gefühl, ich snack die einzelnen Episoden weg wie Popcorn und am Ende bleibt nicht mehr viel übrig. Ich habe auch oft das Gefühl, mir fehlt die Zeit, das sacken zu lassen und zu verarbeiten, was ich gerade gesehen habe, denn da bin ich schon in der nächsten Folge mit den nächsten Inhalten. Ist das bei Filmen anders? Das wollte ich rausfinden. Und daher schaue ich ab heute jeden Tag einen kompletten Film, statt wie bisher 2 bis 5 Folgen einer Serie. Vielleicht nicht direkt so was Langes. Bevor es losging, wollte ich wissen, was ich an Serien liebe. Mich interessiert natürlich auch, was ihr an Serien liebt, also schreibt es mir gern schon mal in die Kommentare. Was ich an Serien liebe, man kann sie bingen. Es geht immer weiter. Wenn man sich in eine Welt verliebt hat, kann man immer tiefer und weiter in die Geschichte und ihre Figuren eintauchen. So viel mehr erzählen. Und diese fantastische Welt der Serien werde ich jetzt für eine Woche aufgeben. Was halten andere Leute davon? Alpa ist Filmwissenschaftler und die meisten von euch kennen ihn bestimmt vom Filmkanal Cinema Strikes Back. Lotte ist Filmproduzentin und hat unter anderem die großartige Serie Haus Kummerfeld produziert. Ich habe eine Woche lang nur Filme statt Serien geschaut. Was glaubst du, ist in dieser Woche mit mir passiert? Wahrscheinlich hast du deutlich mehr fiktive Welten kennengelernt, als wenn du dieselbe Zeit mit Serien verbracht hast, weil ja jeder Film für sich eine ganz neue Storyworld etabliert. Ich glaube schon, dass du so ein bisschen ein anderes Empfinden für Dramaturgie und für Spannungsaufbau entwickelt hast, weil die sich anders erzählen, aber ich glaube auch jetzt nicht. Dein Leben ist bestimmt noch dasselbe. Ich entscheide meist recht spontan, was ich gucke, also werde ich das diese Woche auch so machen und einfach mal so durch alle Apps springen, die ich habe. Ich habe folgende Apps für Filme und Serien installiert: Netflix, Prime Video, Disney Plus und die Mediatheken von ARD, ZDF, Arte und Dreisat. Überall dort finde ich gute Serien, aber finde ich da auch gute Filme? Ich habe jetzt in der Arte-Mediathek rumgescrollt und einen Film gefunden, den ich schon ewig mal sehen wollte, und zwar Mrs. Smillers Gespür für Schnee. Am ersten Tag gab es sofort die erste spürbare Auswirkung. Da Filme dramaturgisch anders funktionieren als Serien, wurde mein Frühstück wesentlich länger als geplant. Bei Serien kennt man das ja, dass Cliffhanger einen dazu bringen, die nächste Folge unbedingt schauen zu wollen. Beim Film war das jetzt super schwierig, weil ich musste selber entscheiden, wann ich eine Pause mache. Und die habe ich jetzt so bei Minute 37 gemacht, weil ich jetzt arbeiten muss. Aber der Film ist sehr spannend und ich würde ihn am liebsten jetzt weitergucken. Und der Drang ist viel höher als bei einer Serie tatsächlich. Weil ein Cliffhanger ist zwar spannend, aber das ist ein anderes Gefühl. Mittags schaute ich nur weitere 10 Minuten des Films, weil ich in der Pause nicht wirklich Ruhe hatte, mich auf den Film einzulassen. Und dann kam ich erst abends dazu, ihn wirklich in Ruhe abzuschließen. Und das war richtig gut, weil es ein richtig guter Film war. Und es war anders, weil der Film noch bis in die Nacht nachwirkte. Und auch am nächsten Morgen dachte ich noch über die Geschichte, bestimmte Szenen oder die Machart des Films nach. Schaust du lieber Filme oder Serien? Natürlich hat Game of Thrones und viele andere Serien haben einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Wenn mir jetzt aber jemand eine Pistole an den Kopf halten würde und sagen würde, du musst dich für eins entscheiden, dann würde ich mich für Filme tatsächlich entscheiden. Ich persönlich gucke nie so klassische Fernsehserien, sondern wenn gerne die hochwertig produzierten, so wie jetzt das Damen-Gambit, was gerade rauskam. Am zweiten Tag war die Umstellung von Serie auf Film schon etwas leichter, weil ich ja wusste, dass mich heute ein ganzer Film und nicht nur eine Serie in mehreren Episoden über den Tag begleiten wird. Mein heutiger Tag beginnt mit Prime Video und zwar habe ich da den Film Vivarium ausgesucht. Schauspieler und Cover sehen interessant aus und ich springe einfach mal rein. Am zweiten Tag hatte ich richtig Lust, wieder tief in eine lange Geschichte einzutauchen, statt in viele kleine. Und so freute ich mich über den ganzen Tag immer wieder auf meine Pausen. Da der Film sehr spannend war, funktionierte das auch sehr gut. Ich bin jetzt mit Vivarium durch, der fing stark an, ließ aber auch genauso stark nach. Das ist echt schade, war eigentlich eine coole Prämisse.
Ja, ich glaube, über den werde ich nicht so viel nachdenken. Ich glaube, der wird mir nicht so in Erinnerung bleiben. Glaubst du, du könntest auch mal für so eine Woche auf Serien verzichten? Da meine Watchlist an Filmen sehr, sehr lang ist, glaube ich schon. Es ist irgendwie ein anderes Commitment, einen Film zu gucken, als eine Serie. Weil bei einer Serie geht man ohne schlechtes Gewissen auch mal mitten in der Folge raus oder macht nochmal Pause, guckt's nebenbei. Und bei einem Film sagt man wirklich, ich gucke den jetzt, ich gucke den von vorne bis hinten, ich mache parallel nichts anderes. Serie ist dann oft auch so ein bisschen Berieselung nebenbei. Ein großer Film, der auch für die große Leinwand gemacht ist und auch eine interessante Geschichte erzählt. Dieses Kinoerlebnis ist für mich so einzigartig und so magisch und so wundervoll, dass das halt für mich Filme so besonders macht. Ich betrachte mich auch in erster Linie nicht unbedingt immer direkt als Filmfan, sondern vor allem als Kinofan. Ich glaube, das gesamte Drumherum ist da unheimlich wichtig. Am dritten Tag fing ich an, mir ganz bewusst deutsche Filme anzuschauen. Deutsche Produktionen haben oft einen schlechten Ruf, was sehr schade ist, denn es gibt wahnsinnig tolle Kunst aus Deutschland. Und ich habe mal nach deutschen AutorInnen und RegisseurInnen geguckt, die tolle Werke geschaffen haben und mir bewusst Filme von ihnen angeschaut, die ich bis jetzt noch nicht kannte. Und so sah ich im Verlauf der nächsten 3 Tage Den Wald vor lauter Bäumen und Auf kurzer Distanz in der ARD-Mediathek. Und auf Prime Video schaute ich mir Gutland an. Alle 3 Filme gefielen mir sehr gut und ich erwischte mich auch Tage danach noch dabei, wie ich immer wieder über bestimmte Szenen oder Figuren der Filme nachdachte und wie sehr ich diese Schauspieler mochte. Aber nach wie vor war auch Mrs. Millers Gespür für Schnee noch stark in meinem Kopf mit seinen Bildern und seiner intensiven Geschichte. Ich habe heute Gutland gesehen und der hat mir sehr gut gefallen, obwohl ich das am Anfang nicht wirklich gedacht hätte. Und auch die anderen beiden Filme sind mir stark im Gedächtnis geblieben. Und das galt für alle Filme, die mich wirklich berührt hatten. Und auch jetzt, wo ich wieder drüber rede, habe ich sofort wieder Szenen und Figuren und Situationen aus den Filmen vor Augen. Also aktuell merke ich ganz besonders, dass ich die Bilder nicht loswerde, auf so eine ganz positive Art und Weise. Also zum Beispiel das fantastische Ende von Der Wald vor lauter Bäumen, diese krasse Spannungen auf kurzer Distanz und diese spürbare Enge, die in Gutland geherrscht hat. Ich verliebe mich gerade irgendwie nochmal ganz anders in Film und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl und hätte ich so nicht erwartet. Ich hatte ein erstes Urteil getroffen. Filme geben mir mehr als Serien. Und das habe ich wirklich nicht erwartet. Filme sind wie Bücher, Serien oft wie Magazine. Für Filme nimmt man sich Zeit und Filme nehmen sich selbst auch oft Zeit. Viele Serien, nicht alle, rasen allerdings durch ihre Geschichten und erzählen paradoxerweise noch nicht mal wirklich etwas Tiefgehendes. Ich weiß, es gibt Ausnahmen. Ein Nachteil an Filmen ist, dass es oft sehr lange dauert, bis es eine Fortsetzung gibt, wenn eine Geschichte zum Beispiel über mehrere Teile erzählt wird, wie bei Star Wars oder Herr der Ringe. Ein Nachteil an Serien ist, dass man eigentlich genauso viel Zeit in eine Serie wie in einen Film investieren muss, um sich ein erstes Urteil zu bilden. Wenn man nicht mindestens die ersten 3 Folgen sieht, kann man meiner Meinung nach nicht wirklich was über die Serie sagen. Bei mir war das beispielsweise bei BoJack Horseman so. Heute denke ich aber oft, wenn ich 3 Folgen einer Serie gucke, kann ich genauso gut einen ganzen Film schauen. Der Vorteil an Serien ist, dass man viel mehr Zeit hat, eine Geschichte zu erzählen. Oft tendieren FilmemacherInnen zu zähen Strängen und verlängern ihre Geschichte manchmal künstlich, um auf eine bestimmte Folgenzahl zu kommen. Da es beim aktuellen Überangebot von Content immer weniger Zeit für die Drehbuchentwicklung gibt, und ich spreche da aus Erfahrung, und die Deadlines wesentlich kürzer geworden sind in den letzten Jahren, verstehe ich, wie sowas passiert. Toll ist natürlich, dass man theoretisch die Chance hat, Figuren komplexer zu erzählen. Was würdest du lieber produzieren, einen Film oder eine Serie? Tatsächlich Filme. Ich persönlich finde Filmdramaturgie interessanter. Aber es ist halt so. Das ist so wie, trinkst du lieber Apfelsaft oder trinkst du lieber Orangensaft? Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung würde ich eigentlich gerne im Serienbusiness bleiben, weil ich es auch spannend finde, wenn man jetzt eine erste Staffel entwickelt, direkt schon weiterzudenken, okay, wie können wir das Ganze so gestalten, dass es eventuell weitergeht. Ja, eben auch die Dramaturgie über mehrere Staffeln aufzubauen, finde ich super spannend. Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass ich Filme wirklich sehr liebe und dass ich Filme aktuell wirklich jeder Serie vorziehen werde. Es gibt viele tolle Serien, aber insgesamt habe ich das Gefühl, ich verschwende auf die Dauer mehr Zeit, als wenn ich mir einen intensiven, guten Film angucke. Und da verschwende ich lieber mal einen Tag mit einem schlechten Film, als eine Woche mit einer Serie, die mir am Ende nicht so viel gibt.
Euch kann ich nur empfehlen, schaut euch Filme an, macht Filmabende mit Freunden, was aktuell nicht wirklich geht, aber vielleicht macht ihr mal eine Watch-Party online. Da gibt es ja inzwischen viele Möglichkeiten. Von euch würde ich gerne noch wissen, was eure Lieblingsfilme sind. Was sind eure absoluten Filmtipps? Was meine Lieblingsfilme sind, könnt ihr auf Letterboxd checken. Da habe ich einen Account und poste regelmäßig, was ich gesehen habe und wie ich es gefunden habe. Und ich freue mich auch sehr von euch, Filmtipps zu lesen, denn ich liebe Filme und ich werde mir jetzt noch einen Haufen davon anschauen. Das war's! Ein kleines Mini-Experiment. But if I fall, would you catch me? Or would you let me?